Nach gefühlt endlosen Tagen in der Werkstatt geht es für uns endlich wieder auf Reisen. Wir besuchen Orte, die ihren ganz eigenen Charakter haben, unter anderem auch eines der 13 Wunder Mexikos. Und es tut einfach nur gut, wieder unterwegs zu sein. Ich freue mich schon, ich habe ein bisschen Bammel, aber ich freue mich vor allem. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Wir befinden uns in Guanajuato. Wir sind gestern Abend hier angekommen und der erste Eindruck war schon mal richtig schön. Hier gibt es ganz viele bunte Häuser an den Hängen der Stadt, ein wunderschönes Bild und wir freuen uns schon richtig, mehr von der Stadt zu sehen. Dass wir aber hier sind, heißt auch, dass wir San Miguel de Allende verlassen haben und damit auch den Werkstattparkplatz. Aber wir wollen euch trotzdem noch ein kurzes Update über Jimmy geben. Hoffentlich das letzte Update bezüglich Unfälle, Schaden, Reparaturen. Ja, wie man hier sehen kann, die Seite sieht wirklich wieder wie neu aus. Fernando und seine Mitarbeiter haben einen richtig guten Job gemacht. Klar, es ist vielleicht nicht perfekt, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Das Licht ist dran, der Schaden ist behoben und das Wichtigste auch für uns ist, der Unfallverursacher hat den Schaden übernommen und somit ja, bleiben wir nicht auf irgendwelche Kosten hängen. Eine Sache gibt es noch, die wir machen müssen und das ist ja, der Streifen, der fehlt immer noch. Wir hatten bis jetzt einfach nicht die Muße, um das zu machen, aber das wird auf jeden Fall noch kommen. Doch auch mechanisch wurde einiges gemacht am Fahrzeug. Als allererstes wurde ein kompletter Check-up gemacht, um zu sehen, ja, was dem Fahrzeug fehlt. Dabei wurde festgestellt, dass die Bremsflüssigkeit schon durch war. Die Bremsflüssigkeit wurde ersetzt, die Bremsen wurden entlüftet. Dann hatten wir ja noch das Problem mit der Klimaanlage. Da wurde festgestellt, dass 2 Ventile kaputt waren. Die wurden auch ersetzt, aber das Problem dabei war, dass der Klimakompressor eigentlich auch schon fast durch ist. Das heißt, wir müssen die Teile irgendwann mal bestellen. Hier in Mexiko ist es wirklich extrem schwierig, an Teile ranzukommen. Ja, mal schauen, wie wir das in Ordnung bringen. Vorerst passt es. Dann wurden die Reifen rotiert. Und ich glaube, das Wichtigste war ja der Turbo. Wir hatten oben am Zylinderkopf immer wieder Öl und da wurde ja, was ganz Simples gebaut. Also vom Kurbelwellengehäuse Entlüfter geht ein Schlauch zum Turbo. Dazwischen wurde ein Auffangbehälter für das Öl installiert. Damit kann kein Öl mehr in den Turbo rein und ja, durch das ganze System geleitet werden. Wir hoffen, dass es funktioniert. Mittlerweile haben wir doch ein paar 100 Kilometer gemacht. Und ja, soweit sieht alles trocken aus. Ich hoffe, das war wirklich das letzte Update diesbezüglich. Wir machen hier zu, gehen frühstücken und dann geht's in die Stadt. Ja, und auch wenn man es in den Videos auch in der letzten Woche nicht gesehen hat, die Zeit in der Werkstatt wurde uns wirklich sehr versüßt durch auch Tommy und Hannah. Die mussten ja auch was am Auto machen und waren auch da. Wir waren fast 6 Monate zusammen unterwegs. Ja, eine tolle Zeit, aber unsere Routen sind jetzt etwas unterschiedlich. Darum sind wir jetzt auch alleine unterwegs und ja, es ist schon seltsam, ohne sie jetzt zu reisen. Aber ja, danke für die tolle Zeit. Und auch an Cinzia und Töme, ihr kennt sie ja aus Mexico City. Sie kamen dann auch noch für ein paar Tage dazu zur Werkstatt. Ja, es sind einfach immer die Menschen, die die Reise ausmachen und deshalb auch nochmal an David und seine Crew ein großes Dankeschön. Luis, Carlos, ihr alle habt wirklich diese Tage so schön wie möglich gemacht. Danke euch vielmals und wir kommen euch auf jeden Fall besuchen, wenn wir wieder in der Gegend sind. Bevor es mit dem Video weitergeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Sponsor CyberGhost bedanken. Im Alltag, aber auch beim Arbeiten wollen wir uns vergewissern, dass unsere Verbindung auch immer sicher ist und unsere Daten auch nicht in falsche Hände geraten. Und deshalb nutzen wir den VPN von CyberGhost. Der VPN von CyberGhost stellt sicher, dass unsere IP-Adresse verborgen und all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet werden. Somit fühlen wir uns auch dann sicher, wenn wir zum Beispiel unsere Finanzangelegenheiten online erledigen, denn es weiß wirklich niemand, was wir online machen, nicht mal CyberGhost selbst. Doch davon abgesehen können wir mit CyberGhost VPN auch Geoblocking umgehen. Wir stellen einfach den passenden Standort ein und können so Websites, YouTube oder auch Filme und Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus wie gewünscht konsumieren, egal wo wir uns auf der Welt befinden. Da ist es auch verständlich, dass CyberGhost weltweit bereits über 38 Millionen Nutzer hat und auf Trustpilot das meistempfohlene VPN ist. Außerdem wird es von Websites wie computerbild.de, chip.de oder auch pcwelt.de empfohlen. Den VPN-Dienst könnt ihr natürlich auf allen gängigen Plattformen nutzen und ein Account reicht auch für bis zu 7 Geräte, ob nun die eigenen oder die von Freunden und Familie.
Und falls man doch mal Unterstützung braucht, so gibt es auch einen deutschen Support, der 24/7 erreichbar ist. Wenn ihr das Ganze selbst ausprobieren möchtet, klickt euch den Link unten in der Videobeschreibung an. Damit bekommt ihr 83% Rabatt sowie 4 Monate gratis. Somit bezahlt ihr gerade mal 2,03 € im Monat und mit der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wir sind jetzt etwa 20 Minuten durch enge Gassen runtergelaufen und ich will nicht wissen, wie wir uns dann fühlen, wenn wir hochlaufen müssen. Wir sind hier wieder auf 2000 Metern über Meer, also wir kommen sicher ganz schön aus der Puste, aber ich glaube, das ist es wert. Die bunten Häuser, die hier überall sind, die engen Gassen, das sieht richtig gemütlich aus. Ich freue mich schon. Eines der Sachen, die wir in den Städten immer wieder machen, sind Märkte zu besuchen, denn die widerspiegeln ein wenig so, ja, was die Stadt so zu bieten hat. Und auch hier in Guanajuato gibt es einen schönen Markt und den gehen wir uns jetzt anschauen. Also ich glaube, so intensiv hat es noch nie gerochen auf einem Markt, oder? Nee, voll nicht. Ja, aber auf was Warmes zu essen habe ich jetzt wirklich gar keine Lust. Eher was Kühles zu trinken vielleicht. It's like the world turned its back on us, and now we can't tell if it's heaven or hell. It's like knowing all the answers. Oh, you're sorry, but Zugegeben, dieser Markt ist eher überschaubar, ist jetzt nicht so groß wie andere und ist auch nicht ganz so viel los. Also, ich weiß nicht, es sah nicht ganz so chaotisch aus, aber es lebt auch nicht ganz so sehr. Aber ja, ihr wisst ja, Märkte müssen wir uns immer ansehen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich weiter. Es ist wieder so warm. Wir haben über 30 Grad. Ja, eigentlich haben wir uns jetzt deswegen auch hier ein Plätzchen gesucht, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, im Schatten ein bisschen abzukühlen. Eigentlich wäre es auch total friedlich hier in diesem Park, aber gleich im Gebäude nebenan lassen sie irgendwelche Böller ab. Irgendwas knallt hier richtig laut. Ich kriege jedes Mal einen Herzinfarkt gefühlt. Keine Ahnung, was der Grund ist. Also wir haben es schon an anderen Orten auch miterlebt und da war es meistens irgendeine Feier oder irgendein Fest. Ich habe keine Ahnung, was hier der Grund ist. Und irgendwie so entspannend ist es dann doch auch nicht. Ja, und die erschrecken wirklich jedes Mal. Ja, und gegenüber sitzen welche, die sind sich wohl gewohnt, die lachen uns dauernd aus. Keine Ahnung. Ja.
Aber wenigstens der Schatten tut gut. Silent music and shimmering gold. Strangers feeling about to explode. I held my breath to make sure I didn't say something weird. Auch Guanajuato hat seine eigene Romeo und Julia Geschichte. Hier bei diesen Balkons fand die Geschichte von Ana und Carlos statt. Ana war die Tochter eines reichen Mannes und Carlos war einer der Minenarbeiter oder Bergbauer, die hier gelebt haben. Sie hat hier in diesem Balkon oder in dieser Wohnung gelebt und er hat sich die Wohnung gegenüber gekauft mit dem Silber, das er gesammelt hat, damit er über dem Balkon ihr die Küsse geben kann. Ja, wie jede Liebesgeschichte endet es im Tod. Aber ja, ganz witzig. Und es kommen alle Touristen hierher, um an der 3. Stufe sich einen Kuss zu geben, denn sonst gibt es 7 Jahre Pech. Wir haben es auch gemacht. Wir haben es natürlich auch gemacht, klar. Used to be the perfect lovers, used to be the closest friends. I didn't want no other, but this man has got a hand. It's been going for a long time. We've been living in a lie when there's no turning back, no. And we're saying goodbye, trying to make it work, and I gave it all. Guanajuato ist vor allem bekannt als ehemalige Minenstadt. Hier wurde ganz viel Silber und wohl teilweise auch Gold abgebaut. Ja, und im Zuge dessen oder im Zusammenhang damit wurde hier auch ein fast 9 Kilometer langes Tunnelsystem angelegt, um Hochwasser zu verhindern und somit Wasser, das durch zum Beispiel auch starke Regenfälle in die Stadt kommt, um es eben wegzuleiten von den Hauptverkehrsadern. Apropos Hauptverkehrsadern, heute werden die Tunnels als Straßen genutzt. Der meiste Verkehr wird da durchgeleitet, denn damit wird er vom Stadtzentrum ferngehalten. Es gibt weniger Stau und es gibt sehr viel mehr Fußgängerzone. Echt mexikanisches Erfrischungsgetränk. Was ist es? Orangenwasser. In der Plastiktüte. Spart man sich 10 Pesos und Plastik ist es sowieso. Also ich muss sagen, so einen Tag kriegt man sehr gut rum hier in Guanajuato. Also es gibt einiges zu sehen, es ist richtig was los. Und wir haben nur einen Bruchteil davon gesehen. Man kann wohl, keine Ahnung, kilometerweise wirklich hier herumschlendern. Sehr schönes Städtchen. Wir gehen jetzt aber langsam zurück zum Van. Wir haben doch noch einen Anstieg vor uns. Für den brauchen wir noch den Rest der Energie und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen. Morgen. Na, wie ist es so mit Hühnern und Hunden aufzuwachen in der Stadt? Gemütlicher als mit Stadtlärm. Finde ich auch. Und so eine schöne Aussicht, auch mit den bunten Häusern. Stell dir vor, das wären einfach braune oder graue Blöcke. Ja, Kaffee und fertig machen? Mhm. Wir wollen ja heute noch weiterfahren. Genau.
Oh, was für eine Fahrt. Das hat sich wieder ganz schön in die Länge gezogen. Aber wir sind angekommen in wunderschöner Natur. Aber man sieht vielleicht auch, die Sonne ist schon hinter dem Berg untergegangen. Es wird langsam dunkel, drum bauen wir jetzt unser Camp fertig auf und machen uns fertig. Ruhigen Abend. Hier hinten hört man schon unsere Nachbarn. Von da vorne hört man den Esel, aber ja, wie gesagt, wir wollen uns jetzt langsam fertig machen. Wir wollen auch früh schlafen gehen, denn morgen haben wir einiges vor. Weiß nicht, vielleicht sieht man hier hinter mir schon, wo es ungefähr hin soll. Voller Energie oder so ähnlich geht es heute relativ früh los. Die Schafe haben uns schlafen lassen zum Glück, aber auf jeden Fall geht es jetzt auf den Berg. Endlich gibt es mal wieder ein bisschen Bewegung für uns. Ich freue mich schon, ich habe ein bisschen Bammel, aber ich freue mich vor allem. Stop worrying about worrying, we will keep turning. Und hier oben gehen wir. Wahrscheinlich nicht ganz so weit, aber irgendwo hier an dem Kamm. Hola. Dos, por favor. So, man zahlt 30 Pesos pro Person, das sind 1,50 € umgerechnet etwa. Und wenn das hilft, hier das in Stand zu halten, dann zahlen wir das gerne. Ja. Hier sind die Tickets, hier ist deins. Los geht's, oder? Ja. This time I will go wherever you go. I will stop being a no-show. I know, never stop believing in you. No matter what I do. So, jetzt ein bisschen mehr Infos dazu, wo wir sind. Wir gehen auf den Peña de Bernal. Das ist eines der 13 Wunder von Mexiko und eben auch der drittgrößte Monolith der Welt. An erster Stelle ist der Monolith von Gibraltar und dann ist auch noch einer in Brasilien. Wir kommen nicht bis ganz hoch, weil da müsste man hochklettern. Aber die höchste Stelle ist etwa 2700 und etwas Meter über Meer hoch. Deshalb sind wir so fertig. Und deshalb sind wir auch so fertig. Also wir müssen es einfach da drauf schieben, weil sonst wären wir ja einfach unfit und das sind wir auf keinen Fall. Ja, aber auf jeden Fall hier hinter mir sieht man dann auch schon die Stadt Bernal, die wir uns nachher auch noch ansehen. Aber erst müssen wir dieses Thema hier hinter uns bringen. Das müssen wir einfach mal. Das schaffen wir, oder? Ja. This time I will go wherever you go. I will stop being a no-show. I know, never stop believing in you. No matter what I do. All of my life's been like a shotgun shot flying down in the dark. Never been to be the heart. I stopped worrying about worrying. We will keep turning. It doesn't matter what I do. Rund um diesen Monolith gibt es auch einiges an Flora und Fauna. Also wir haben ganz viele verschiedene Kakteen und Blumen gesehen. Ja, große Schmetterlinge, die jetzt mittlerweile auch hier rumflattern. Kolibris gibt es hier auch in der Gegend. Und wir haben auch schon viele Eidechsen gesehen, die sich am Stein sonnen, aufwärmen. Und einen, ich weiß nicht, ob es ein Chinchilla war oder so ein, sah aus wie ein großes Eichhörnchen auf der Erde. Ich weiß nicht, ich muss nachher nachschauen, wie das heißt. Ich glaube nicht, dass es ein Chinchilla war, weil die sind jetzt schon ein bisschen mehr kaninchenartig, so in der Erscheinung. Ja, muss ich nachher nachschauen. Aber ja, auf jeden Fall hier lebt es auch so richtig. Es ist nicht einfach nur ein großer Fels. Das ist der höchste Punkt, wo man zu Fuß kommen kann. Da nach oben kann man nur noch klettern. Ja, nichts für uns. Aber wir genießen jetzt hier die Aussicht, die ist ja wirklich unglaublich. Ja, und danach geht es wieder nach unten.
Und wir sehen uns in der Stadt, oder? Genau. Und hier sind wir mitten in Bernal, auch eines von über 100 Pueblos Mágicos in Mexiko. Hier hinten mir sieht man den Peña, da waren wir heute vormittags, bevor wir hier in die Stadt gekommen sind. Dazwischen waren wir noch im Van, hatten ein richtig gutes Gespräch mit unseren Patrons gehabt. Dafür danke ich euch allen vielmals für die Unterstützung und für die gute Zeit. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns hier mal Bernal an und sehen, was es alles zu entdecken gibt. Etwas sehr Typisches von hier ist Pan de Queso. Und ich glaube, Queso heißt in dem Zusammenhang nicht unbedingt Käse, wie wir es kennen, sondern eher sowas Quark-ähnliches. Und natürlich musste ich es probieren. Natürlich. Natürlich. Und eine typische Variante ist mit Zarzamosa, sagt man das so? Keine Ahnung. Ich glaube, das sind Brombeeren. Das ist das hier in der Mitte. Und wie schmeckt's? Ah, das ist wie Brioche eigentlich. Ja? Er muss noch bis zum Queso und Zarzamosa durchkommen. Aber ziemlich lecker, ein bisschen süßlich. Okay. Ganz fluffig. Ich bin wieder zufrieden. Ein Teil des Zaubers dieser Ortschaft kommt sicherlich von diesen Monolithen hier. Ohne ihn würde die Stadt ganz anders wirken, denn man sieht ihn wirklich von fast jeder Gasse aus und es prägt das Bild extrem dieser Ortschaft. Also man kann sich es kaum ohne vorstellen. Sí, es como masaje. En caso de que lo quiera usar para peinar, saludos hasta Europa. Ya todos Vale. por esos lados. Muchas gracias. Buenas. Que les vaya muy bien. Bernal ist doch ziemlich überschaubar, aber ich würde mal sagen, ja, den Status als Pueblo Mágico hat es auf jeden Fall verdient. Was meinst du? Ja, unbedingt. Also es ist schon wirklich gemütlich hier durchzuschlendern. Wir möchten uns aber an dieser Stelle unbedingt auch noch bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Über den Link in der Videobeschreibung kommt ihr nämlich mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen. Und das für nur 2,03 € im Monat und mit Geld-Zurück-Garantie. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet genauso Freude wie wir, endlich wieder zu reisen. Ja! Ja, dann würde ich sagen, like das Video, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Hasta luego! Hasta luego! Dein Cousin ist hier!